Unsere Recherche zum Vergewaltigernetzwerk auf Telegram hat Menschen weltweit erreicht. Steuerung F hat einfach vor ein paar Tagen eine Doku rausgehauen, wo sie ein komplettes Netzwerk an Vergewaltigern aufgedeckt haben. Thousands of people from around the world. Mit welchen Medikamenten man Frauen lahmlegen kann, wie man sie am besten vergewaltigen kann. Las víctimas, que en muchos casos son hermanas, madres, parejas o esposas de los agresores. Es ist einfach nur noch gruselig. Die Vergewaltiger vernetzen sich aber nicht nur in geschlossenen Gruppen. Wir haben öffentliche Seiten gefunden, wo sie sich vernetzen, Taten planen und Fotos und Videos von Vergewaltigungen von bewusstlosen Frauen teilen. Betäubte Schlampe. Großartige Sexpuppe. Er hat ihr viel gegeben. Noch nie habe ich ein Mädchen so leblos gesehen. Keinerlei Gegenwehr, kein Gequatsche. Reinspritzen, fertig. Manche Videos wurden millionenfach aufgerufen. Wir haben uns für diese Recherche schon vor Jahren Accounts auf verschiedenen Pornoseiten angelegt und sind undercover in das Vergewaltigernetzwerk eingestiegen. Er erklärt auch direkt wieder, wie man Frauen betäubt und wie sie das am besten nicht merken. Er nennt Medikamente. Das habe ich so von noch niemand anderem gesehen. Sie haben uns ihre größten Geheimnisse anvertraut. Ich bin gerade dabei, meiner Stute was unterzumischen. Mal schauen, was noch so geht heute Abend. Erst durch uns wird in diesem Fall ermittelt und durchsucht. Man hat bei uns zu Hause hunderte Tabletten gefunden, die so gut versteckt waren. Irgendwann hätte mein Mann mich getötet. Wir sind den Tätern auf die Spur gekommen. Warum hat sie bis jetzt niemand gestoppt? Diese Recherche haben wir bereits 2020 vorbereitet. Schon damals hatten wir den Verdacht, dass auf manchen Pornoseiten Aufnahmen echter Vergewaltigungen geteilt werden. Um herauszufinden, ob diese Fotos und Videos tatsächlich echt sind, haben wir uns selbst Profile erstellt. Hier zum Beispiel haben wir uns als Mann Anfang 30 ausgegeben. Max Sleepy, schlafend, bewusstlos, betrunken, besoffen, Passed-Out-Videos. Suche hier nach Gleichgesinnten. Je älter ein Account ist, desto glaubwürdiger ist er. Doch solange er leer ist, bleibt er wertlos. Also habe ich 2022 selbst Fotos gestellt. Die Bilder sind angeblich in einer durchzechten Nacht entstanden. Eine Frau liegt scheinbar bewusstlos im Raum. Wir laden sie auf dem Undercover-Profil hoch. Auf der Pornoseite motherless.com haben wir auf unsere Uploads heftige Kommentare bekommen. Das war eins der ersten Fotos und es hat inzwischen einfach 445 Klicks. Die meisten Kommentare sind auch auf Deutsch. Einer schreibt, diese Suffschlampe können wir so richtig missbrauchen und durchnehmen und wenn sie nüchtern ist, weiß sie von nichts. Und noch einer hat geschrieben, das ist ja das Geile, wir vergewaltigen sie, solange wir wollen und sie bekommt nichts mit. Wenn sie dann aufwacht, wird sie mega Schmerzen in ihrer vergewaltigten haben, ohne zu wissen von wem. Vergewaltigungsfantasien offen im Internet, auf Fotos einer scheinbar hilflosen Frau. Doch es bleibt nicht bei Fantasien. Das, was hier passiert, ist ein Missstand von öffentlichem Interesse. Wir werden in diesem Film schwer erträgliche Aufnahmen sexueller Gewalt stark verfremdet zeigen. Die Pornoseite scheint dafür bekannt zu sein. Schon 2011 wird die Website in einem Forum für Vergewaltigungskontent bewusstloser Frauen empfohlen. www.motherless.com. Suche nach Passed Out und Sleeping. Auch auf anderen Plattformen ist die Seite Thema. Es gibt gute SM- und Vergewaltigungspornos. Manche Leute brauchen mehr als nur nackte Titten, um zu kommen. Geh auf motherless.com. Sie haben gute Vergewaltigungsvideos. Was ist Motherless? Die Pornoseite gibt es laut des ehemaligen Betreibers seit 2008. Auf der Seite steht, Motherless ist ein moralfreier File-Hoster, auf dem alles Legale dauerhaft verfügbar bleibt. Und wenn du jemanden für die Inhalte auf dieser Seite verantwortlich machen willst, dann gib den Freaks der Welt die Schuld, nicht uns. Schon auf der Startseite, Aufnahmen mutmaßlicher Vergewaltigungen bewusstloser Frauen. Wir werden herausfinden, dass einiges davon echt ist. In diesem Video, hier ein Standbild, liegt eine bewusstlose Frau auf dem Bett. Ein Mann öffnet ihr die Augen. Keine Reaktion. Dann penetriert er sie. Der Fall landet vor Gericht. Dort wird klar, die Frau war bewusstlos, bekam nichts mit. Das Video ist weiter online. Dies ist ein Zusammenschnitt mehrerer sexueller Übergriffe an offenbar bewusstlosen Frauen. Betrunkene Schlampen betäubt und missbraucht mit Sperma ins Gesicht. Das Video ist getaggt mit Rape, Drugged und GHB, was als K.O.-Tropfen missbraucht wird. Dieses Video soll eine Anleitung sein, wie man eine bewusstlose Frau unbemerkt vergewaltigen kann. Schritt 3. Steig langsam und vorsichtig ins Bett. Schritt 10. Beseitige die Beweise. Schnarcht immer noch.
Das Video hat mehr als 100.000 Aufrufe. Die Kommentare: Welches Mittel hast du benutzt? Mach eins mit Anal. Das Video ist großartig. Mit diesen Tipps konnte ich das Gleiche mit meiner Tochter machen. Die Seite selbst schlägt Suchbegriffe vor, wie Passed Out, Drugged oder Rape. Wir wollen uns einen Eindruck machen von dem Ausmaß und werten die Videos mit diesen Hashtags aus. Wir scrapen die Seite. Unter dem Hashtag Rape finden wir 34.737 Videos, unter Passed Out 7.740 und unter Drugged 8.921 Videos. Ein Video kann mit mehreren Hashtags getaggt werden. Die Seite ist offenbar ausgelegt auf Gewaltinhalte und sie ist beliebt. Die Website liegt hier auf Platz 14 von 162 kostenlosen Pornoseiten. Laut der Website-Analyse von SimilarWeb wurde Motherless im April 2025 39,9 Millionen Mal besucht. Die Hauptnutzer kommen aus den USA. Auf Platz 2 Deutschland. Was vielleicht erklärt, dass man in dem Live-Chat zwischen Englisch und Deutsch auswählen kann. In Italien ist Motherless übrigens seit 2010 schon gesperrt. Nicht wegen der Vergewaltigungsinhalte, sondern weil die Website laut italienischer Polizei genutzt wurde, um Missbrauchsdarstellungen von Kindern zu verbreiten. Auch wir konnten Pädokriminelle auf Motherless beobachten. Mehr dazu in unserem Recherchedokument, das haben wir unter dem Video verlinkt. Wir tauchen tiefer in das Vergewaltigernetzwerk ein, schreiben auf Motherless undercover mit den Nutzern. Wir bewegen uns hier in einem Grenzbereich, denn auch unsere Inhalte könnten Nutzern das Gefühl vermitteln, was sie tun, ist okay. Doch nur so können wir das Vertrauen dieser Nutzer gewinnen und deswegen legen wir Regeln fest. Wir teilen nur das, was nötig ist, um für andere Nutzer interessant zu sein und halten uns möglichst zurück. Wir halten nur Kontakt zu Nutzern, die angeben, sich selbst bereits an bewusstlosen Frauen vergriffen zu haben und die sagen, dass die Frauen nichts davon wissen. Wenn wir von konkreten, bevorstehenden Taten erfahren, kontaktieren wir die Polizei. 3 deutsche Nutzer werden in unserer Recherche eine große Rolle spielen. Einer davon, ein besonders aktiver User, wir nennen ihn Tim. Das Profil gibt es seit 2012. Seine Bio: I love sleeping and find blowjob vids. Private exchange PN to me, please. Ich warte auf euch, um noch mehr Videos und Bilder zu teilen. Tauschen. Wir sehen Fotos verschiedener Frauen, darunter mehrfach Bilder mit dem Titel My Slut Wife. Einige Frauen wirken bewusstlos und werden offenbar vergewaltigt. Tim hat auch eins unserer gestellten Fotos kommentiert. Sehr geil. Genauso muss es sein. Und jetzt schön alle Löcher benutzen. Wir schreiben ihm auf Motherless mit unserem Undercover-Profil. Hi, habe deinen Kommentar unter meinem Post gelesen. War für mich das erste Mal, dass ich solche Fotos geschossen habe. Bin also noch ganz neu auf dem Gebiet und suche Gleichgesinnte. Hast du schon Erfahrungen damit? Würde mich freuen, wenn wir uns austauschen können. Kurze Zeit später antwortet er uns. Hi, habe zwar schon ein paar Mal versucht, ihr was unterzumischen. Hat leider nicht geklappt. Sie hat es immer bemerkt. Ging bis jetzt nur, wenn sie besoffen war. Später? Das ist sehr geil, wenn die da so liegt und nichts mehr merkt. Am Anfang habe ich mich auch nicht getraut. Aber als sie dann mal richtig besoffen war, habe ich sie befummelt und konnte ihr sogar meinen Schwanz in den Mund schieben. Leider nicht lange, weil sie sich immer weggedreht hat. Wenn die Frau dem nicht vorher zustimmt, ist das Vergewaltigung und strafbar. Denn sie kann keinen Gegenwillen bilden, wenn sie schläft oder betäubt ist. Wir sehen, dass Tim Admin einer Gruppe auf Motherless ist. Her sleeping. Die Gruppenbeschreibung: nur Bilder, Videos von schlafenden, betrunkenen oder bekifften Frauen, die nicht merken, dass sie gefickt werden. Die Gruppe hat mehrere hundert Mitglieder. Tim ist ziemlich aktiv im Netzwerk und kennt manche Nutzer schon lange. Das wird durch Nachrichten in einer Telegram-Gruppe deutlich, die wir 2024 finden. Moin, mein Freund. Lange nichts mehr von dir gehört. Wie geht es dir und der Stute? Benutzt du sie noch regelmäßig? Bei mir ist leider zurzeit Ebbe. Mein Arzt will erstmal keine weiteren Tabletten verschreiben, hat Angst, dass ich abhängig werde. Wenn du Bock hast, kannst dich ja mal privat melden. In derselben Telegram-Gruppe reagiert Tim auf ein Video. Verdammt heißes Video. Ich liebe es. Gibt es neue Videos von euch? Dein treuer Fan. Später schreibt er demselben Nutzer: Ich habe ein Video, das du damals für mich gemacht hast. Das ist mittlerweile über 12 Jahre her. Wow, wie die Zeit vergeht. Darf ich es hier posten für die Gruppe? Tim kennt diesen Nutzer offenbar seit mindestens 12 Jahren. Auf Motherless sind sie sogenannte Favorite Friends. Wir nennen ihn Nils. Er ist der zweite Nutzer, zu dem wir recherchieren. Den Account gibt es seit 2012. In Folge unserer Recherche werden noch Ermittler vor seiner Tür stehen, aber der Reihe nach.
Seine Uploads haben Titel wie Sleeping Wife. Die Aufnahmen zeigen immer wieder eine Frau. Dieses Foto hat er 2012 hochgeladen. Darin vergewaltigt ein Mann eine offenbar bewusstlose Frau oral. Die Kommentare: Würde gerne mehr davon sehen. Ist vielleicht das Beste, was ich je gesehen habe. Richtig geil. Er hat mit 60 Uploads fast 500.000 Klicks generiert. Sein Content ist beliebt und andere reuploaden die Videos. Auf diesen ist immer ein und dieselbe Frau zu sehen. Er behauptet, das sei seine Ehefrau. Das Video ist vom 21. März 2015. Und die Frau in dem Video ist meine Ehefrau. Schläft sie natürlich oder wurde sie betäubt? Glaubst du wirklich, dass sie so tief schläft? Eine wahre Legende. Nils schreibt offen im Internet, seine Frau wisse nichts davon, sei nicht bei Bewusstsein. In den Videos sieht man mehrfach ihr Gesicht. Die Aufnahmen sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten entstanden. Auf manchen wirkt sie deutlich jünger. Wenn das wirklich echt ist, sind das Beweise von zahlreichen Vergewaltigungen, hochgeladen vom Täter selbst. Aber kann es wirklich sein, dass jemand so etwas über Jahre so offen macht, ohne dass die Polizei auf ihn aufmerksam wird und eingreift? Auch Tim, der lange mit Nils vernetzt ist, hat schon 2012 Aufnahmen von dessen Frau auf Motherless hochgeladen. Das sind aber andere als die, die Nils hier hochgeladen hat. Sind das die Aufnahmen, die er in der einen Telegram-Nachricht erwähnt hat, die Nils für ihn, für Tim gemacht haben soll? Weil beide Nutzer behaupten, sich an ihren Ehefrauen zu vergehen, haben wir schon im Juli 2023 in Absprache mit unserer Rechtsabteilung die Polizei zu den Nutzern angefragt. Wir schicken damals einen Download-Link an das Bundeskriminalamt, das BKA, damit sich die Ermittler selbst einen Eindruck davon machen können. Doch wir sehen, dass der Link nicht geöffnet wurde und fragen nach. Hallo, Isabel Bär vom NDR-Format Steuerung F. Ich habe eine Nachfrage an Sie wegen einer Anfrage, wo die Deadline heute um 16 Uhr ist. Ich habe nämlich gesehen, dass Sie die Daten offenbar noch gar nicht runtergeladen haben, die wir Ihnen geschickt haben. Okay, super. Vielen lieben Dank. Tschüss. Okay, also die haben die Mail offenbar bekommen, gelesen. Es liegt auch schon bei der Fachabteilung. Nach wenigen Tagen verfällt der Link, ohne dass wir benachrichtigt werden, dass er geöffnet wurde, obwohl wir zuvor folgende schriftliche Antwort bekommen haben. Wir werden Ihre Rechercheergebnisse im Rahmen der Zentralstellenaufgabe des BKA an die örtlich zuständigen Polizeibehörden in Hamburg zwecks eingehender Bewertung und gegebenenfalls Einleitung entsprechender polizeilicher Maßnahmen weiterleiten. Es wird sich herausstellen, dass die Ermittler erst über ein Jahr später wirklich aktiv werden, nach erneuten Anfragen durch uns. Dazu kommen wir noch. Wieso laden die Täter ihre Straftaten auf öffentlichen Pornoseiten hoch? Haben sie keine Angst? Warum gehen sie das Risiko ein? Wir treffen Dr. Nala Saimeh. Sie ist forensische Psychiaterin und Gutachterin für Sexualstraftaten. Wir zeigen ihr, was wir auf Motherless gefunden haben. Jeder Depp filmt ja seine Sexualstraftaten, ne? Es ist ja völlig schräg. Ermittlungsmäßig her ist es natürlich wunderbar, wenn man die Täter genau zuordnen kann. Aber es zeigt natürlich auch eine völlige Auflösung eines Unrechtsbewusstseins. Ja. Man stößt nicht auf irgendeinen Teilnehmer, der sagt, das ist aber eine schräge Fantasie oder das kannst du doch nicht wollen oder geh mal zum Arzt. Das heißt, man kriegt überhaupt keine negative Resonanz. Wie bewerten Sie das, wenn dann so eine Vernetzung ungehindert im Clear Web verfügbar ist? Dass das Netzwerk frei verfügbar ist, zeigt ja nur, wie sicher sich die Leute sind. Jeder Täter, der seriell etwas macht und nicht gefasst wird und keine Sanktion bekommt, lernt innerlich, dass er das machen kann und ihm nichts passiert. Das heißt, man stellt mal die ersten paar Dinge ins Netz und vielleicht ist man so die erste Woche noch ein bisschen gespannt, ob die Polizei bei einem vor der Tür steht, aber es passiert gar nichts. Jede Woche länger, die nichts passiert, sagt mir mehr, ich bin safe. Und das die anderen auch tun und es jeder tut, also jeder in der Community tut, entsteht eine neue Normalität. Wie kann man das machen mit seiner eigentlich ja engsten Person im Leben, der Ehefrau, der Freundin, einem Familienmitglied? Also aus Tätersicht ist das ja eine optimale Voraussetzung. Ich würde sagen, es bietet sich geradezu an, weil sie haben ein absolutes Loyalitätsverhältnis von Seiten des Opfers. Der Reiz für den Täter ist die komplette Machtübernahme, die komplette Verfügbarkeit und auch das Teilen in der Community, dass diese Person ihm komplett gehört. Die Person wird ja zu einem Gegenstand.
Was sagen denn Täter selber? Was hätte sie denn irgendwann aufgehalten? Wo hätten sie mal Stopp gesagt? Okay, jetzt höre ich auf. Ist es am Ende immer erst, wenn plötzlich dann doch die Wohnung durchsucht wird, weil irgendjemand einen Hinweis gegeben hat oder irgendwie die Polizei aufmerksam geworden ist? Ja, es ist im Grunde dann, wenn von außen ein Stopp kommt. Ja, wenn man früher eine Anzeige geschaltet hätte. Wenn jemand früher darauf hingewiesen hätte, ja. In unserem Fall scheinen die Nutzer ungestört weiterzumachen, obwohl wir das BKA angefragt hatten. Nils hat in der Zwischenzeit sogar ein neues Video auf Motherless hochgeladen. Das Video zeigt, wie ein Mann wieder dieselbe offenbar bewusstlose Frau vergewaltigt. Nils schreibt dazu: Keinerlei Gegenwehr, kein Gequatsche. Reinspritzen, fertig. Und eine Stunde später das Ganze nochmal. Wir schreiben ihn mit unserem Undercover-Profil an. Hi, hab gerade dein neuestes Video gesehen. Ist das deine Frau? Ja, das ist meine. Was geht so ab bei dir? Gibt's mal was Neues von deiner Stute? Ich bin gerade dabei, meiner Stute was unterzumischen. Mal schauen, was noch so geht heute Abend. Wir fragen nach. Weiß sie davon, dass du ihr was reinmischst? Nee, davon weiß sie nichts. Sie denkt dann immer, dass ihr Körper eine Ruhephase braucht und deshalb so weit runterfährt, dass sie auf der Couch einschläft und am nächsten Tag nichts mehr davon weiß. Fast wie ein Computer, der ein Reset braucht. Hab ein paar neue Pillen ausprobiert. Die Wirkung war echt der Hammer. Hab ihr ein paar kräftige Ohrfeigen gegeben. Hat sie nicht mal gemerkt. Wir finden ein älteres Video, in dem die Frau ins Gesicht geschlagen wird. Und er nennt uns den Shop, in dem er die Mittel bestellt. Wieso kann Nils weitermachen? Müsste sich nicht seit einem Jahr schon die Polizei Hamburg um den Fall kümmern? Beim Landeskriminalamt in Hamburg fragen wir dann nach. Ja. Unsere Mail ans BKA liege nicht vor, heißt es aus der Pressestelle. Wir sollen Ihnen bitte noch einmal die Mail weiterleiten. Ja. Sie meinen die Anfrage an das BKA vom 2023. Können Sie mir da eine E-Mail-Adresse nennen, wo ich die Ihnen schicken kann? Im Oktober 2024 nimmt die Polizei Hamburg dann Ermittlungen auf. Über ein Jahr, nachdem wir das BKA das erste Mal angefragt hatten. Nils hat in der Zwischenzeit weiter Content auf Motherless hochgeladen und uns geschrieben, er würde seine Frau ohne ihr Wissen betäuben und vergewaltigen. Doch seine Frau wird bald davon erfahren und wir werden sie treffen. Doch davor wird uns die Recherche zu einer anderen Frau führen. Viele Nutzer kennen ihre Videos. Einer davon sucht ganz aktiv den Kontakt zu uns. Es ist unser dritter deutscher Fall. Wir nennen ihn Sven. Sein aktueller Account auf Motherless ist von 2024. Doch wir kennen ihn schon länger. Diesen Nutzer hatten wir schon 2022 der Polizei gemeldet. Selbst hatte er keinen Content hochgeladen, uns da aber geschrieben, dass er eine Frau zum ersten Mal vor 12 Jahren vergewaltigt habe, als sie betrunken war. Seitdem mache er das jedes Jahr. Es sollen dann auch Ermittlungen aufgenommen worden sein. Sein Account war plötzlich gelöscht. Doch 2 Jahre später, 2024, hat er uns mit einem neuen Account angeschrieben. Moin. Bist du nur reiner Sammler von Sachen oder bist auch aktiv dabei? Wenn ja, bist du rein auf Alk fixiert, um die Frau in deinen Bildern schlafen zu schicken oder hilfst noch nach? Jetzt hatte ich eine neue Nachricht im Postfach und habe ihn dann auch direkt gefragt, so kann es sein, dass wir schon mal Kontakt hatten? Und er meinte ja und dass er die Person war mit diesem Nutzernamen und hat mir jetzt auch direkt wieder geschrieben. Moment. So, in der Tat, der war ich. Was auch noch interessant ist, er erklärt auch direkt wieder, wie man Frauen betäubt und wie sie das am besten nicht merken. Er nennt Medikamente, die er verwendet. Wir schreiben noch bis in die Nacht mit ihm. Das sind sehr krasse Anleitungen dazu, wie man jemanden betäubt, auch mit Dosierungen und genauem Ablauf und so. Das habe ich so von noch niemand anderem gesehen, nicht mal in den ganzen Telegram-Gruppen, in denen wir sind, wirklich so im Detail zu erfahren, wie dosiert man was, wann gibt man was, wie kann man es am besten verbergen. Und wie kann man auch der Frau das Gefühl geben, alles wäre normal. Das ist schon richtig heftig. 2,5 Jahre nachdem wir diesen Nutzer der Polizei gemeldet haben, meldet sich eine Schweizer Staatsanwaltschaft. Diese habe die Ermittlungen im Fall Sven übernommen. Später mehr dazu. Sven schickt unserem Undercover-Profil auch einen Link zu einem Motherless-Video. Er wollte uns damit zeigen, was man einer Frau antun kann, wenn sie betäubt ist. Das Video zeigt offenbar die brutale Vergewaltigung einer sehr jung wirkenden, bewusstlosen Frau. Es ist über 30 Minuten lang. Hochgeladen unter den Hashtags Passed Out und Rape. Wir erkennen die Frau. Dutzende Aufnahmen ihrer Vergewaltigungen werden auf Motherless und Telegram seit Jahren geteilt. Dieses Video wurde über 100.000 Mal aufgerufen. Betäubte Schlampe.
hochgeladen von einem deutschsprachigen Nutzer. Auf dieser Website soll man ihren Vergewaltigungscontent für $30 sogar kaufen können. Zusammen mit unserer Kollegin Mette Marit versuchen wir, die Frau zu finden. Gehandelt wird sie von den Nutzern als sogenannte Legende. Sie sammeln obsessiv ihren Content und suchen nach mehr, teilen sogar private Informationen zu der Frau. In Telegram-Gruppen ist sie ein großes Thema. Ist das echt oder gestellt? Echt. Nicht nur echt, sondern ich habe irgendwie gehört, dass das Mädchen wahrscheinlich die 16-jährige Stieftochter des Urhebers ist. Stark unter Drogen gesetzt, gefesselt, und auf manchen Fotos wurden ihr die Augen geöffnet. Sehr heiß, wenn es echt ist und nicht gestellt. Er hat ihr die Scheiße aus dem Leib lol. Großartige Sexpuppe. Er hat ihr 4 gegeben. Noch nie habe ich ein Mädchen so leblos gesehen. Das ist alles auf Motherless. Such nach oder sie ist eine der besten da draußen. Ich vermute, jeder kennt sie. Sven und andere Nutzer behaupten, der Vergewaltiger sei der Stiefvater der Frau. Sogar eine angebliche Backstory zu ihr wird geteilt. Was davon wirklich stimmt, werden wir noch erfahren. Sven, der uns ihr Video schickte, behauptet uns gegenüber, er habe Kontakt mit dem Vergewaltiger gehabt. Hab öfter schon mit ihm geschrieben. Er ist aber schwer zu erreichen. Er hat ein Profil hier, aber war das letzte Mal letztes Jahr online. Und auch nur in Englisch. Das heißt, sie weiß das bis heute nicht? Naja, inzwischen weiß es die halbe Welt, inklusive ihrem richtigen Namen und ihrem Ex-Arbeitgeber. Kannst dir vorstellen, was passiert ist. Was ist denn passiert? Sie ist inzwischen auch untergetaucht. Die Kerle haben sie auf der Arbeit angerufen und ihr Mails mit ihren Videos geschickt. Und sie erpresst. Tatsächlich führen die geteilten persönlichen Informationen wie Name, Beruf und Wohnort zusammen mit den Fotos zu einer Frau, die in Kanada lebt. Wir kontaktieren sie, weil wir nicht wissen, ob sie über all das Bescheid weiß. Womöglich ist sie in Gefahr. Und dann ein Anruf aus Kanada. Sorry? Wait a second, I have to find something to write on. Just a second. Okay, yes. Yes, can you spell that, please? Perfect. So Avery Haynes is the name, right? All right. Talk to you soon. Yeah. Bye. Ich habe jetzt mit einer kanadischen Journalistin gesprochen, die mit der Frau, um die es geht, zusammenarbeitet und auch eine Recherche zu Motherless macht. Avery Haynes ist eine Journalistin aus Kanada. Wenige Monate später kommt sie zu uns nach Hamburg, denn wir recherchieren offenbar zum selben Vergewaltigernetzwerk. Weil wir ganz klare Verbindungen sehen zwischen kanadischen und deutschen Nutzern und eben zwischen Nutzern eigentlich auf der ganzen Welt über verschiedene Plattformen hinweg. Und wir sehen, dass sich das über Jahre bilden konnte, anscheinend ungeachtet von Ermittlungsbehörden. Hi. Hi. Avery. Isabel, nice to meet you. Hi Isabel, nice to meet you. Avery und ihr Team von W5 vom kanadischen Sender CTV stehen in Kontakt mit der Frau. Diese möchte Melanie genannt werden. Wir zeigen Avery die Chats und Aufnahmen, die wir zu Melanie gefunden haben. This is a photo of her. They told each other that it was her stepfather that drugged her with GHB and that raped her. In the groups they even wondered, well, is she underage in these videos? One guy did like a whole page with the backstory. And it's shared over and over again, the backstories everywhere. Yeah. What from this story is actually true? Was 17 years old in the first videos. She was not his stepdaughter. She was his girlfriend who had no idea that any of this was happening and only found out a decade later. She was at her wedding shower. She received an email, but also members of her family and her soon-to-be husband's family and friends received emails saying they shouldn't get married. Do you know who she is? She's a terrible human being. And there was a link to the videos. And after Melanie got all these videos and went to the police, what did come out after this? Initially, Melanie thought that she was the only victim, but then when the police looked through the videos, they were able to identify more people. And these are rapes that span, since 2010.
So it's 2 former girlfriends and a current wife that we know of. Die Videos von Melanie kursieren noch immer im Netz. Die ersten wurden hochgeladen, noch bevor Melanie selbst davon erfahren hat. When we looked into the German users we investigated, we found by many of them that they put these videos in their favorites. Darunter auch der deutsche Nutzer Nils. We saw that this user is connected with the user that seems to be her rapist. Melanie's rapist. Yeah. They seem to be friends on Motherless because we looked into the friend list and we found this username there. And when the investigators looked in his profiles maybe on Motherless, did they check other users? I would love to be able to tell you details about the police investigation, but I can't because they won't tell us. It's easier for us to find details of the men who are doing this than it is to get information from the police. Die kanadische Polizei nimmt Melanies Ex-Freund im Juni 2023 fest und findet bei der Hausdurchsuchung Datenträger, auf denen auch Missbrauchsaufnahmen von Kindern waren. Er sitzt nun im Gefängnis. Über all das konnte Avery mit Melanie persönlich sprechen. Melanie hat zugestimmt, dass wir ihr Interview zeigen. Ihr Gesicht wurde mit KI verfremdet und von uns verpixelt. When you clicked on that image and saw you in such a vulnerable state, I can't imagine what that would have been like. I think the image will always stay in my mind because it looked like just like a dead body. I knew it was me, but I was just so lifeless. And how old were you when those videos were taken, and how long did it last? 17 to 19. And I didn't know that at first. It kind of just became as they gathered more and more and more and more evidence that it wasn't just a one-time thing, and with the timestamps we were able to figure out that it was our entire relationship, and we were together for 2.5 years. I would have never imagined that someone that you're with, your partner, could do that to you and then pretend to be a caring, loving partner. This is horrifying to think about the number of times he'd used some kind of drug on you that could have killed you. Yeah, and almost did. What do you mean? In some of the videos, I think 1 or 2, you can see me starting to struggle for air and visibly unwell for my life. And no memory when you woke up of feeling at all off from those 2 years, 2.5 years? I don't remember anything alarming or there was a period of time where I got sick. I thought that I had food poisoning. I was very sick for 3 days, and maybe I did have food poisoning. I don't know, but I do remember being so sick, and he did not want me to go to the hospital. What sort of an impact has this had on your life? All areas, yeah. So no more social media ever. To protect myself, I can't. Because of the images and all the stuff that was distributed on these online groups, I was identified. And it was distributed with my full name, where I live, where I work, my family members, who they are. So at any time, someone can try to find a picture of me and identify me, and I can be harassed all over again and have this kind of an endless loop. Those videos are still online. What does that do to you? It's horrible. Is there no way of getting them off? They have requested a couple of the websites to take it all down, but because it's been spread
so much, people just re-upload them. And once it's uploaded on the internet, they say we have no control because people probably have downloaded them personally and they'll just repost it. And that's what has happened in some of the websites that have removed them. It just got re-uploaded. Die Doku von Avery zu Melanies Fall läuft bei W5 auf CTV. Zurück zu den deutschen Nutzern auf Motherless. Es gibt Entwicklungen. Die Ermittlungen im Fall Tim, der Aufnahmen verschiedener Frauen hochgeladen hat, hat eine Staatsanwaltschaft in Hessen übernommen. Diese teilt uns mit, die Ermittlungen seien wegen des Fehlens eines hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden, da nach dem Ergebnis der Ermittlungen einvernehmliche sexuelle Handlungen vorlagen. Doch haben die Ermittler wirklich alle Aufnahmen der vielen verschiedenen Frauen auf Tims Motherless-Profil angeguckt? Er hatte hunderte Fotos hochgeladen. Einige davon zeigen offenbar, wie bewusstlose Frauen vergewaltigt werden, darunter auch die Frau von Niels. Die Staatsanwaltschaft schreibt uns dazu auf Nachfrage, dass diese Aufnahmen kein Bestandteil der Akte seien. Wir fragen in der Pressestelle nach. Ich hatte noch 1, 2 Rückfragen. Vielleicht können Sie mir das noch beantworten. Und zwar, Sie hatten ja geschrieben, dass die Aufnahmen von dem Nutzer auf dem Motherless-Profil nicht Bestandteil der hiesigen Akte ist. Das heißt aber, gucken Sie sich die jetzt noch mal an oder ja? Unter dem Nutzernamen findet man eigentlich auf der Seite Motherless auch die Aufnahmen. Heißt der Nutzer? Genau, die Seite heißt motherless.com. Wie mutterlos auf Englisch, genau, und dann .com. Und wenn ich mich jetzt richtig erinnere, kann man den Nutzer auch aufrufen, ohne jetzt selber ein Profil angelegt zu haben. Was wir halt jetzt beobachten konnten, ist auch, also wir recherchieren ja weiter auch zu diesen Nutzern, dass er auch schon was gelöscht hat an Aufnahmen. Also sie wurden gelöscht, wir wissen auch nicht von wem. Danke, tschüss. Wir erfahren anschließend, dass die Akte inzwischen zur Überprüfung an die Polizei zurückgeschickt wurde. Wir konfrontieren über Motherless und Telegram Tim mit unseren Rechercheergebnissen, bekommen aber keine Antwort. Im Fall des anderen deutschen Nutzers, Niels, sind die Ermittlungsbehörden in Niedersachsen aktiver. Sie haben seine Wohnung durchsucht und daraufhin hat ein Ermittlungsrichter einen Haftbefehl erlassen. Unter anderem auf der Grundlage der Ergebnisse der Durchsuchungsmaßnahme. Der Haftbefehl konnte aber nicht mehr vollstreckt werden, weil der Tatverdächtige in der Zwischenzeit in einem Unfall ohne Fremdeinwirkung gestorben ist. Die Ermittlungen gegen ihn wurden deshalb eingestellt. Es wird aber nun gegen weitere Unbekannte ermittelt. Niels hat das erste Video 2012 auf Motherless hochgeladen. Und er war auch auf anderen Plattformen aktiv. Wir folgen seinen Spuren, die er im Internet hinterlassen hat. Das älteste Video, das ich bis jetzt gefunden habe, ist einfach über 15 Jahre online. Wurde hochgeladen im September 2009. Und da hat er auch dazu geschrieben, ich lese mal kurz, hab meine schlafende mit einer Und ich gucke jetzt gleich mal, was die Leute darauf geantwortet haben. Die Kommentare sind auch auf Deutsch. Wie machst du das nur? Meine wird immer wach dabei, melde dich mal. Und dann schreibt er noch eine deutsche E-Mail-Adresse dazu. Also die Kommentare sind eigentlich fast alle auf Deutsch. 40.000 Mal wurde das aufgerufen. Auf dieser Plattform hatte er mit 11 Videos insgesamt 14 Millionen Aufrufe generiert. Sein meistgeklicktes Video wurde 3,9 Millionen Mal aufgerufen. Es zeigt, wie die offenbar bewusstlose Frau oral vergewaltigt wird. Alles öffentlich. Man musste sich nicht anmelden. Auch sein Bundesland gab er freimütig öffentlich preis. Wir können seine Spuren bis 2006 zurückverfolgen. Niels war auf mindestens 6 Plattformen aktiv und hat dort Aufnahmen seiner bewusstlosen Frau hochgeladen. Mindestens 18 Jahre lang hat er diesen Content frei im Internet geteilt und damit Millionen Views gesammelt. Das Ding ist, der bloße Besitz dieser Vergewaltigungsaufnahmen von Erwachsenen ist in Deutschland nicht strafbar. Es ist also auch nicht verboten, diese Aufnahmen runterzuladen oder sogar zu kaufen. Das war auch schon Thema in unserem Film über das Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram. Das Bundesjustizministerium hatte uns damals geschrieben: Kriminalpolitisch ist es nach derzeitiger Einschätzung des Bundesministeriums der Justiz nicht geboten, dies zu ändern. Wir haben Anfang des Jahres nochmal nachgefragt und haben eine ähnliche Antwort bekommen. Das geltende Strafrecht schützt diese Rechtsgüter umfassend.
Und so kann jeder auf Motherless echte Vergewaltigungsinhalte sehen, runterladen und als Favoriten abspeichern. Ganz legal. Welchen Einfluss der Konsum solcher Vergewaltigungsinhalte auf Nutzer haben kann, hat uns die forensische Psychiaterin Dr. Salmi erklärt. Das Problem ist natürlich, dass Vergewaltigungsszenen, wenn sie sozusagen mühelos zugänglich sind, in einer Vielzahl zugänglich sind, natürlich schon den Eindruck erzeugen, gerade bei sehr jungen Usern, dass es eigentlich ein reales Bild von Sexualität ist. Und dann scheint es womöglich ja auch legitim zu sein. Das heißt, das Unrechtsbewusstsein wird dadurch natürlich ein Stück weit aufgelöst. Und es entsteht auch ein verschobenes Bild von Sexualität. Es entsteht ein per se gewalttätiges und ein sehr machtvolles, ein sehr sozusagen beziehungsinkongruentes Bild von Sexualität. Und es entsteht natürlich auch das Bild der gebrauchten Frau, der brauchbaren Frau, der Frau als Objekt. Wo ziehen Sie die Grenze zwischen harmloser Fantasie und dann einer gefährlichen Neigung, einer Tendenz, diese Straftat zu verüben? Man muss eben ganz klar trennen. Fantasien kann ich beschreiben, wie ich will. Und das kann auch nicht strafbar sein. Aber wenn ich anfange, irgendwelche Betäubungsmedikamente zu besorgen, wenn ich also anfange, auf der Handlungsebene Vorbereitungen zu treffen, dann bin ich schon sehr weit in die Richtung gegangen, dass es irgendwann zu einer Tatumsetzung auch kommen wird. Und nach meinem Dafürhalten muss man solche Plattformen von den Strafverfolgungsbehörden entsprechend ins Visier nehmen. Denn auf diesen Plattformen finden diese Taten statt und werden diese Taten geplant. Das heißt, es ist eine Frage der Kontrolle solcher Plattformen, so wie es mittlerweile im Bereich der pädophilen Netzwerke ja auch der Fall ist. Der Netzwerkcharakter der Übertretung der sexuellen Selbstbestimmung und der Schädigung von Menschen mit Mitteln der sexuellen Gewalt ist doch der gleiche. Was also machen die Ermittlungsbehörden gegen dieses Netzwerk und in Bezug auf Motherless? Gegen einzelne Nutzer wurden infolge unserer Anfragen Ermittlungen aufgenommen. Doch schaut man sich das Netzwerk als Ganzes an? Das Bundeskriminalamt gibt uns auch nach mehrmaligem Nachfragen über mehrere Monate kein Interview. Schriftlich verweist uns das BKA an die Bundesländer. Und weiter? Die Sperrung von Plattformen sowie einzelner Inhalte kann nur im Rahmen entsprechender Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft erfolgen. Doch das komplette Sperren von Seiten hat hohe Hürden. Denn die Sperrung einer Website kann als Eingriff in die Meinungsfreiheit gewertet werden. Es muss also erstmal geprüft werden, ob das Sperren verhältnismäßig ist. Und da auf einer Seite wie Motherless ja auch legale Pornografieinhalte geteilt werden, ist es in der Regel schwierig, die gesamte Website zu sperren. Wir hätten gerne mit dem Bundesinnenministerium über die Seite und das Netzwerk gesprochen. Wir haben mehrfach nach einem Interview gefragt und nur Absagen bekommen. Schriftlich heißt es: Das Bundesinnenministerium prüft derzeit möglichen gesetzgeberischen Änderungsbedarf im Zusammenhang mit Bildaufnahmen sexueller Übergriffe und steht dazu im Austausch mit dem Bundesjustizministerium. Wir haben auch dem BMI unter neuer Regierung Fragen geschickt. Keine Antwort. Dass sich dieses internationale Vergewaltigernetzwerk so bilden konnte, zeigt, was passiert, wenn sich Täter sicher fühlen. Wenn sie über Jahre scheinbar ungehindert ihre Partnerin betäuben, vergewaltigen und die Aufnahmen davon öffentlich ins Internet stellen können, ohne dass jemand eingreift oder die Behörden aufmerksam werden. Wie bei Nils. Er konnte Aufnahmen seiner Taten rund 2 Jahrzehnte lang hochladen, ohne dass jemand einschritt. Erst nachdem wir mehrfach angefragt haben, wurde ermittelt. Was sagt das über die Strafverfolgung von Sexualdelikten aus? Oder den Schutz von Frauen? Und was bedeutet das für die Betroffenen? Kurz vor der Veröffentlichung dieses Films können wir diese Frage einer Frau stellen, der all das angetan wurde, zu der wir lange recherchiert haben. Der Frau von Nils aus Niedersachsen. Ihr Mann lebt nicht mehr. Sie möchte ihre Geschichte erzählen. Wir nennen sie Marlene. Ihr Aussehen haben wir stark verändert. Bis zur Hausdurchsuchung ahnte Marlene nicht, was ihr Mann ihr über all die Jahre antat. Unser Leben war perfekt. Wir waren ein Ehepaar, welches durch dick und dünn gegangen ist. Eine Partnerschaft, die auf Augenhöhe war. Es gab keinerlei Tabuthemen. Ich habe einen Menschen geliebt, dem ich mein Leben anvertraut habe, dem ich absolut vertraut habe.
und der solche furchtbaren Dinge mit mir getan hat, mich einfach benutzt hat wie ein Stück Fleisch. Wie haben Sie von all dem erfahren? Von der Polizei. Die Polizei stand eines Tages bei uns vor der Haustür und sagte dann, dass sie eine Hausdurchsuchung machen wollten. Was haben Sie in diesem ersten Moment gedacht oder vermutet? Was habe ich im ersten Moment gedacht, vermutet? Dass es sich alles um ein Irrtum handelt, dass sie eine falsche Adresse hätten. Als immer mehr Beamte bei uns im Haus waren, kam dann die leitende Beamtin, die mir dann gesagt hat, dass eine Anzeige gegen meinen Mann vorläge. Ich habe gefragt, von wem? Und dann kam die Antwort vom NDR. Und da fing ich erst mal an zu lachen. Und es war aber kein Lachen in den Gesichtern der Polizei. Und die sagte zu mir dann, jetzt müsste ich sehr stark sein, denn es handelt sich um Vergewaltigungsvideos, auf denen eindeutig ich zu sehen bin. Ich habe meinen Mann dann sofort gefragt, ob das stimmt. Und er hatte sofort mit Ja geantwortet. Und das sind die letzten Worte, die ich von meinem Mann von Angesicht zu Angesicht gehört habe. Im Anschluss seien sie getrennt worden, erzählt Marlene. Er sei vorläufig zum Polizeirevier gebracht und erkennungsdienstlich erfasst worden. Ihr Mann habe das Haus dann nicht mehr betreten dürfen. Man hat den Rechner mitgenommen, Laptop mitgenommen, Handy mitgenommen. Man hat bei uns zu Hause hunderte Tabletten gefunden, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, die so gut versteckt waren, dass ich die gar nicht gesehen habe, nicht gefunden habe. Während der Hausdurchsuchung waren 2 liebe Beamtinnen, also wirklich sehr lieb, immer bei mir und haben mich getröstet und haben mich aufgefangen, mich abgelenkt, sobald es ging. Ich habe einmal so laut geschrien, ich glaube, alles im Haus war totenstill danach. Ich habe es einfach nur rausgeschrien. Wie blicken Sie heute auf ihn? Ich hasse den Täter. Ich habe Hass, ja. Ich habe ihn geliebt. Er war für mich mein Leben. Und ich wusste nicht, wie ich mir diese Liebe aus dem Herzen reißen kann, dass ich zusammen mit meiner Dame von der Opferhilfe zur Polizei gegangen bin und habe gesagt, ich muss irgendetwas sehen, ich muss irgendwas lesen, dass er das wirklich war, weil ich das nicht geglaubt habe. Ich durfte auszugsweise Chats lesen, wo ich dann wirklich auch an der Art, wie er es geschrieben hat, verschiedene Sachen gesehen habe, dass er das war. Und in dem Moment ist meine Liebe wirklich in Verachtung umgeschlagen. Er hat sich regelrecht feiern lassen mit seinen Videos, geschrieben, dass er mir Ohrfeigen gegeben hat, so sehr, dass ich den nächsten Tag über Kopfschmerzen geklagt hätte. Oder als ich dann mal sagte, Schatz, heute habe ich keine Lust zum Sex, dann schrieb er, das ist mir doch egal, ob sie will oder nicht, sie ist dabei. Oder er hat dann ein anderes Mal im Chat geschrieben, die Dosierung war wohl nicht so richtig, denn sie hat nach Luft geschnappt und schwer geatmet. Ich habe schon befürchtet. ... Er hat wirklich nur befürchtet. Aber getan hat er nichts. Oder ein anderes Mal war die Zusammensetzung wohl nicht richtig, sodass ich den nächsten Tag sehr starken Durchfall hatte. Oh Gott, da macht man sich auch keine Gedanken darüber. Ob man den Tag denn Durchfall hat oder ob man Kopfschmerzen hat. Mein Gott, dann hast du was Falsches gegessen. Und so manche Kleinigkeiten, die einem dann mal morgens aufgewacht. Oh, hattest du einen feuchten Traum? Nee, heute weiß ich, es war kein feuchter Traum. Oder du hast nachts gesabbert und hast noch Spucke an der Wange. Heute weiß ich, dass es dem nicht so war. Dass das andere Dinge waren. Das ist kaum glaubhaft, nie etwas gemerkt. Er hat es in der Zeit so verfeinert, dass ich nenne es mal, bewusstlos war, während er mich brauchte in der Nacht.
Erst im Nachhinein kamen so die ein oder anderen Dinge hoch. Ich hatte vor zig Jahren lange Schlafphasen, wo ich abends, Wochenende ganz normal Schlafenszeit ins Bett gegangen bin und erst am nächsten Tag nachmittags 15, 16 Uhr wieder bei vollem Bewusstsein war. Und das ist öfter passiert und dann bin ich zu verschiedenen Ärzten gegangen. Mein Hausarzt damals sagte, mach dir da keine Gedanken, dein Körper hat sich einfach mal die Ruhe geholt von einer stressigen Woche. Aber als es öfter vorkam, bin ich zu anderen Ärzten gegangen. Auch dort hat man nichts feststellen können. Es wurden allerdings auch keine weiteren Untersuchungen, wie zum Beispiel eine Blutuntersuchung oder Urinprobe genommen. Irgendwann habe ich meinen Mann gebeten, Mensch, wenn ich sowas mal wieder habe, bring mich doch bitte sofort ins Krankenhaus. Denn dann muss man doch dort feststellen können, was ist mit mir. Wie hat er darauf reagiert? Ich mache das dann. Ja, und er hat es doch nicht gemacht. Ach, du hast so schön geschlafen. Ich wollte dich nicht stören. Und ja, heute weiß ich, warum er das nicht gemacht hat. Marlene habe ihn später per Telefon konfrontiert, erzählt sie. Einiges habe er zugegeben. Doch die Antwort auf das Warum wird sie nie bekommen. Bevor ein Haftbefehl verstreckt werden konnte, stirbt Nils in einem Unfall ohne Fremdeinwirkung. Ich verachte diesen Menschen, aber ich vermisse und trauere um meinen Ehemann, den ich in meiner wachen Zeit eine tolle Ehe hatte, der alles für mich getan hätte. Ich das heute noch nicht begreifen kann. Das ist so zweischneidig und das ist sehr schwer, damit umzugehen. In Ihrem Fall war es ja so, dass Aufnahmen der Taten online hochgeladen wurden, auf Pornoseiten geteilt wurden, teilweise millionenfach aufgerufen wurden, dass diese Beweise für die Taten hochgeladen wurden vom Täter selbst und trotzdem dieser Täter über Jahre nicht gestoppt worden ist. Was macht das mit Ihnen? Es kann sich kaum einer vorstellen, wie grausam das ist, zu wissen, dass Männer vor ihrem Rechner sitzen und sich daran aufgeilen, meine Videos anzuschauen. Denn ich wurde wie ein billiges Stück Fleisch von meinem eigenen Ehemann zur Schau gestellt. Und mit Sicherheit hat sich der ein oder andere mein Video auch runtergeladen und hat es noch auf seinem Rechner. Und ich habe Angst, dass irgendwann mal irgendjemand auf mich zukommt und sagt, oh, du hast dich ja im Internet gesehen. Denn ich werde nie wieder in Sicherheit sein. Was diese Videos betrifft, nie wieder. In Deutschland ist ja der bloße Besitz von Vergewaltigungsaufnahmen erwachsener Personen nicht strafbar. Wie sehen Sie das? Es darf nicht sein, dass man Vergewaltigungsvideos in meinem Fall haben darf, sich man daran ergötzt. Entschuldigung, verdammt nochmal, auch wir Frauen sind schützenswert. Denn wir wissen es nicht. Wir werden betäubt, wir werden vergewaltigt. Und das ist nicht strafbar, der Besitz dieser Videos. In Marlenes Fall verging über ein Jahr zwischen unserer ersten Anfrage an die Ermittlungsbehörden und den tatsächlichen Ermittlungen. Was sagt sie dazu? Da bin ich sprachlos darüber, dass ich erfahren habe, dass das seit Juli 23 bekannt ist. Das ist unverständlich in meinen Augen. Da muss schneller reagiert werden. Denn ist bei mir nachgewiesen, dass ich seit August alle 14 Tage betäubt und missbraucht und vergewaltigt wurde. Und irgendwann hätte mein Mann mich getötet. Und nur dank Ihnen, wirklich danke, Sie haben mir mein Leben gerettet. Marlene ist wichtig, dass über das Thema aufgeklärt wird, damit anderen Frauen in Zukunft schneller geholfen wird, sagt sie. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen möglicher weiterer Beteiligter gegen Unbekannt. Warum wurden die Ermittlungen erst über ein Jahr nach unserer ersten Anfrage aufgenommen? Die Polizei schreibt uns: Wir bedauern zutiefst, dass die Ermittlungen erst mit so erheblichem Verzug aufgenommen wurden und erfahrenes Leid nicht schon viel früher beendet wurde. Ein solcher Fehler ist der Albtraum eines jeden Ermittlers. Klar ist, wir übernehmen Verantwortung und sind mit der Polizeiinspektion im engen Austausch darüber, wie wir mit der betroffenen Frau ins Gespräch kommen bzw. an welcher Stelle wir sie unterstützen können. Um die Hintergründe aufzuklären, haben wir sofort nach Bekanntwerden dieses verhängnisvollen Fehlers interne Verwaltungsermittlungen aufgenommen. Durch die Betrachtung und Veränderung der Prozesse wird sichergestellt, dass sich ein solcher Fehler niemals wiederholt. In diesem Zusammenhang werden auch mögliche strafrechtliche oder disziplinarische Folgen geprüft.
Was sagt Motherless zu allem? Wir bekommen keine direkte Antwort von den Betreibern, aber vom Domain-Registrator und Verwalter. Diesen hatten wir auch angeschrieben. Sie selbst seien nicht verantwortlich für die Inhalte, schreiben sie uns. Sie würden unsere Anfrage aber an ihren Client weitergeben. Die haben jetzt uns deren Antwort weitergeleitet und sie schreiben, dass sie sich das auf jeden Fall angucken wollen und jeden Content entfernen wollen, der gegen ihre Nutzungsbedingungen verstößt. Und sie weisen uns nochmal darauf hin, dass solche Begriffe wie drugged auch schon von denen gebannt wurden seit einiger Zeit. Das war ja genau kurz nachdem wir gescraped haben. Also kann Zufall sein, kann aber auch sein, dass sie gesehen haben, dass wir ja für diese bestimmten Begriffe gesucht haben. Wenn ich raufklicke, dann kommt oben in der Suchleiste, dass man danach nicht mehr suchen kann nach diesen Begriffen. Aber die Videos an sich sind noch online, die Tags sind auch noch weiterhin, stehen auch noch darunter. Und die Videos, die damit getaggt sind oder die diese Namen ja auch in ihrem Titel haben, sind auch noch weiter da. Also die wurden auch nicht gelöscht. Wenige Tage nach unserer Anfrage an Motherless scheint sich auf der Seite etwas verändert zu haben. Zumindest wird in den Telegram-Gruppen, in denen wir sind, stark diskutiert. Hier. Einer schreibt, das ist die erste Nachricht, die ich jetzt hier sehe, verdammt, Motherless deletet gerade eine Tonne an Schlafvideos, dass die anderen jetzt starten sollen, das Zeug zu speichern. Über 30 Favorite-Videos sind verloren, Admin deleted. They are trying to clean up. A ton more videos missing too. Yeah, they deleted my account. Wir müssen nachher mal gucken, ob unsere noch da ist. I guess it's time to find a new app. Naja, jetzt empfehlen sie, die Videos auf privat zu stellen. Einige schreiben jetzt eben, dass sie jetzt ihre Sammlungen verlieren, also weil sie ja da auch Favoriten abgespeichert haben und dass jetzt die Videos weg seien. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken auf Motherless, was gerade so los ist. Und es scheint einigen schon ziemlich zu stinken, weil sie jetzt sagen so, oh Mann, ich muss mir jetzt eine Festplatte besorgen und das Zeug darauf speichern. Wir schauen auf Motherless nach. Unser Account ist noch da. Ja, also hier auf der Startseite wird mir direkt wieder angezeigt Somnophilia Compilation. Ich öffne es mal im neuen Tab. Also, weil ja behauptet wurde in den Gruppen, alles sei weg, aber wirkt jetzt auf den ersten Blick nicht so auf mich. Gibt's doch das Material von Melanie? Ja. 70.000 Aufrufe hat das Video hier allein. Also so, wenn man jetzt diese Gruppen liest, dann denkt man ja so, da gibt's gar nichts mehr. Es ist immer noch extrem, was man hier sieht. Und wir finden immer noch Vergewaltigungsinhalte und da eben auch sehr offen. Wir fragen auch Telegram zu den verbliebenen Vergewaltigungsgruppen an. Nach unserer Anfrage verschwinden die, die wir kennen. Ob Telegram dafür verantwortlich ist, wissen wir nicht. Es heißt nur allgemein, dass Telegram generell derartige Gruppen lösche. Es ist ziemlich viel los im Vergewaltiger-Netzwerk. Die Nutzer bemerken die Veränderungen. Ausgelöst durch einfache Anfragen von uns Journalisten. Was würde passieren, würden sich Ermittler dieses Netzwerk vornehmen? Gegen alle 3 Nutzer, zu denen wir angefragt hatten, wurden Ermittlungen aufgenommen. Nils, der seine Frau über Jahre betäubt und vergewaltigt hatte, ist tot. Die Ermittlungen gegen ihn wurden deswegen eingestellt. Hier wird noch gegen Unbekannt ermittelt. Gegen Tim, der hunderte Fotos offenbar bewusstloser Frauen hochgeladen hatte, wurden die Ermittlungen zwar eingestellt, der Fall liegt aber bei der Polizei zur erneuten Prüfung. Nachdem wir ihn konfrontiert haben, verschwindet sein Motherless-Profil. Sven hatte über Motherless detaillierte Anleitungen verschickt, wie man Frauen unbemerkt betäuben kann, Melanies Vergewaltigungsvideos geteilt und behauptet, er habe selbst bereits Frauen betäubt und vergewaltigt. Im Fall von Sven hat uns kurz vor Ende der Dreharbeiten die Staatsanwaltschaft in der Schweiz mitgeteilt, dass sie ihn durchsucht haben. Bei Hausdurchsuchungen in Deutschland und in der Schweiz wurden unter anderem Datenträger und IT-Geräte sichergestellt. Diese werden jetzt ausgewertet. Sven sitzt nun in Untersuchungshaft. Wir haben ihn über seinen Verteidiger schriftlich konfrontiert. Sven möchte sich ihm zufolge nicht äußern. Trotz der Veränderungen sehen wir nicht, dass die Nutzer vorsichtiger werden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie zur nächsten Plattform wechseln. Das Vergewaltiger-Netzwerk agiert weiter.